Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja Leute, und es gibt einen neuen Stern am Firmament. Und zwar gibt es einen neuen höchsten Spieler weltweit. Lange Zeit war es ja der Dr. Dam gewesen auf S4, der momentan die Stufe 656 hat. Ja, das war lange Zeit derjenige gewesen, der wirklich gut dominiert hat, was den Abstand zu anderen Spielern angeht, zum Levelbereich, ne? Und ja, jetzt gibt es tatsächlich starke Konkurrenz und sogar jemand, der ihn abgelöst hat vom Level her. Und das Ding ist, bevor wir auf den Server gehen und denjenigen, der ihn überholt hat, ist es natürlich auch nochmal gut zu erwähnen, dass ja, die Leute, die jetzt hier eben auf XP spielen, noch in diesem Levelbereich absolut behind sein werden mit den Skills nachher später. Ihr seht das ja schon im Vergleich hier zu seinem Gegner hier, der 631 ist, was in dem Levelbereich immens viel ist an Leveln. Ist er teilweise in den Skills sogar schon ein bisschen weiter vorne, hier zumindest was das Hauptattribut angeht, ne? Und ja, das ist natürlich ein sehr großer Nachteil. Ihr kennt ja auch alle den guten Ignil, der ja auch sich noch zum Ziel gemacht hat, der höchste Spieler der Welt zu werden, irgendwann früher oder später. Das ist ja so sein Anreiz, und er war ja lange Zeit auf S11 derjenige gewesen, der dann auch die internationale Ehrenhalle vertreten hat. Das ist nun nicht mehr der Fall. Jetzt ist es halt eben dein Nachbar, Grüße gehen raus, der hier auf S11 am Dominieren ist, und das hat halt eben den Grund, weil halt Ignil weiterhin auf XP grindet und dein Nachbar auf Gold gegangen ist und damit ihn natürlich skillpunkttechnisch deutlich überholt hat mit der Zeit, ne? Und ab 632 ist es so oder so egal, ob ihr da noch auf Erfahrung geht, weil dann habt ihr euer Zenit erreicht, dann werdet ihr nicht mehr Gold bekommen, ne? Das ist so der Höhepunkt. Bis dahin bekommt ihr auch pro Level noch mehr Gold pro Stunde aus der Goldgrube und so, ne? Aber ab 632 ist dies nicht mehr der Fall, also ab da ist es dann egal, ob ihr 632 oder 650 seid. Da bekommen dann alle gleich viel Gold, die diese Stufe erreicht haben, mehr oder weniger, ne? Genau, und da macht es halt eben nur den Unterschied, ob man dann eben auf XP geht oder auf Gold. Macht natürlich mehr Sinn, auf Gold zu gehen, wenn man in der Ehrenhalle oben sein will, und ich empfehle auch jedem, das weiterhin zu machen, ne? Es sei denn, ihr habt euch eben zur Aufgabe gemacht und seid halt eben noch in dieser Range, potenziell der höchste Spieler der Welt zu werden, weil das ist nämlich einzig und alleine das Prestige, den Rang zu haben, ey, ich bin hier der höchste Spieler der Welt in Shakes and Fidget, ich habe das höchste Level, so, ne? Und das ist einzig und alleine auch der Anreiz zum Beispiel von Ignil gewesen, der sich halt eben ja bewusst dazu entschieden hat, diesen Schritt zu gehen, weil mit der Begründung, Gold kann sich jederzeit immer nachkaufen, ist eine unendliche Ressource, wenn man so möchte. Ne, sieht man jetzt ja auch anhand von Turok zum Beispiel. Und XP ist halt eben dahingehend viel, viel wichtiger, weil du das halt eben nicht irgendwo nachkaufen kannst und ja, dir unendlich irgendwie beschaffen kannst. So, ne? Das ist halt wirklich, ja, aber darunter leiden halt eben extrem die Skillpunkte. So, ne? Das sieht man eben halt auch bei Dr. Dam. Bei wem man es noch mehr sieht, ist bei denjenigen, den Dr. Dam oder von denen Dr. Dam überholt worden ist. Ne? Und zwar ist das hier der Atze. Ja, Grüße gehen raus, falls du das sehen solltest, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall spielt er hier auf S18.de und ist Stufe 657. Im Vergleich zu Dr. Dam, der lange Zeit geführt hat, ist er jetzt ein Level voraus. Aber ihr seht halt eben auch, dass er halt eben nicht, obwohl er der höchste Spieler ist, nicht auf Platz 1 steht. Das hängt halt eben damit zusammen. Und zwar hier, ne, guckt euch mal den Ehrenunterschied an hier. Ne, da hat er keine Chance da oben. Das hängt eben damit zusammen, dass er halt eben ziemlich stark auf XP gegrindet hat und dadurch skillpunkttechnisch hier nicht sehr weit vorne mit dabei ist. Er hat hier 180.000 Basis-Skillpunkte. Da komme ich mit meinen Stufe 606er fast dran an diese Basis-Skillpunkte so, ne? Und das ist ja eben der große Unterschied, ne? Und das macht sich halt auch eben in der Ehrenhalle bemerkbar. Dafür kann er sich den Rang und den Namen geben, dass der Atze momentan der Spieler ist,
der das allerhöchste Level in Shakes and Fidget hat und eventuell, naja, vielleicht der erste wird, der Stufe 700 wird oder so, ne? Ja, und das muss halt jeder selbst wissen, das ist viel Prestige auf jeden Fall. Der Atze war jemand, der wohl lange Zeit nicht auf dem Schirm gewesen ist von vielen Leuten. Das heißt, dass er höchstwahrscheinlich viele Dungeons noch über hatte, die er sich genommen hatte und dann innerhalb von kürzester Zeit halt 20, 30 Level oder sowas dann gemacht haben muss, durch halt diese Dungeons, die er genommen hat. Und das hat ihn halt eben auf Platz 1 befördert. So, ne? Jetzt ist halt eben die Frage, ja, was haben die Leute noch an Dungeons offen, so großartig? Ne? Das kann ich jetzt nicht genau sagen. Was hat zum Beispiel noch ein Dr. Darm offen an Dungeons? Ne? Was hat der Atze noch über an Dungeons? Das ist die große Frage, die sich dann stellt, um dieses Wettrennen, wer ja auf Dauer, wenn man es auf Dauer überhaupt ja, schaffen kann, der höchste Spieler sein wird. Und wir wissen ja zum Beispiel auch, dass eben ein ja, Ignil eben auch sehr, sehr viele Dungeons noch offen hat. Ne? Dadurch, dass er ja halt eben auch öfter bei uns im Stream oder in Videos zu sehen war mit seinem Account, hatte er ja auch einen guten Einblick dafür geliefert, wie viele Dungeons er noch hat. Er spielt ja hier auf S11, ist Stufe 645. Ja, das ist natürlich, in erster Hinsicht ist es natürlich ein bisschen weit weg, sag ich mal, vom Level zu den anderen Spielern, zu Dr. Darm oder zu dem Atzen, ja. Und er ist aber hier halt jemand, der schon ein bisschen mehr Skillpunkte hat, das muss man ihm auch mal zugute halten. Und das schlägt sich dann halt auch wieder auf diese paar Level nieder. Aber wir wissen halt eben auch, dass der Ignil, der Chris, Grüße gehen raus an der Stelle, auch noch ein paar Dungeons in der Hinterhand hat. Und ja, damit auch das ein oder andere Level noch aufholen könnte, diese aber noch nicht genommen hat. Ne? Und damit erstmal noch ein bisschen abwartet, was ja auch generell gar nicht erstmal so verkehrt ist. Ne? Und da bin ich gespannt, wie es nachher in Zukunft dann aussehen wird. Ist jetzt so ein bisschen so ein Wettrennen. Falls ihr noch Spieler habt, die auch noch ja, sehr nah an diesen Spielern dran sind vom Level her, dann könnt ihr mir die sehr gerne zuschicken. Ja. Es mag ja auch, der Arzt ist ja auch jemand, der ja auch eben unterm Radar gewesen ist. Es mag ja auch viele Leute vielleicht geben, die halt eben, ja, weiß ich noch sehr viele Dungeons in der Hinterhand haben und halt von heute auf morgen der neue höchste Spieler werden können. So, ne? Kann sein. Zum Beispiel vielleicht der Leon. Ja? Obwohl ich hier glaube, dass es nicht der Fall ist. Er hat halt eben auch sehr viele Skillpunkte, obwohl so ähnlich viele hat der Chris halt eben auch so, ne? Und er ist halt auch so ungefähr das Level wie Ignil. Deswegen könnte es auch sein, dass er hier sich entscheidet, nächsten Tag zu sagen, ey, ich nehme jetzt hier die Dungeon und bin jetzt der höchste Spieler, so, ne? Also das ist so ein bisschen so ein Wetteifern auf jeden Fall. Und da werden wir definitiv mal die Tage ja, mal noch so ein Auge drauf werfen, wie es da aussieht bei den Spielern und ja, wer da so sich ja, das höchste Level in Shakes and Fidget quasi holt. Ne? Das ist, wie ich finde, sehr interessant auf jeden Fall. Und ja, wenn man noch so dran denkt, dass früher zum Beispiel die Rundenlevel noch von Shakes and Fidget belohnt worden sind. Ich weiß noch damals, als der gute Bad News Ron, ich glaube, als erster Spieler Stufe 500 erreicht hatte, da gab es von Shakes and Fidget noch so eine kleine Belohnung, sage ich mal, dafür, dass er es als erster Spieler geschafft hat. Er wurde auf jeden Fall auch in einem Tweet bei Twitter erwähnt, das weiß ich noch. Und ich glaube zu meinen, dass er auch ein paar Pilze dafür bekommen hat, als Belohnung der erste Spieler zu sein, der eben Stufe 500 erreicht hat. So, ne? Und ja, das ist natürlich auch nochmal, also es wäre noch so ein kleiner Anlass auf jeden Fall für die Spieler, halt eben dafür, dass sie halt eben auch so viele Skillpunkte einbußen, um halt eben sich, ja, der höchste Spieler schimpfen zu können in Shakes and Fidget, wäre das auf jeden Fall nochmal so ein kleiner Anlass bzw. Motivationsfaktor, da extra nochmal so ein bisschen honoriert zu werden. Würde ich auf jeden Fall fühlen, würde ich feiern, würde ich den Leuten auch gönnen, aber uns bleibt erstmal nichts weiter übrig, als hier zu schauen, wer hier das höchste Level dann nachher machen wird, ne? Und ab wann die Leute dann auch ihre Dungeons nehmen. Ne? Das ist auch ganz interessant auf jeden Fall. Ne?
Ja, Leute, gut. Das soll es aber erstmal soweit gewesen sein zu dem Video. Ich halte euch die Tage auf jeden Fall noch weiterhin auf dem neuesten Stand, falls es da wieder was Neues geben sollte. Ne? Und ja, wir sind tot und deswegen war es das soweit von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, vielen lieben Dank für das Interesse und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.